Servus und herzlich willkommen in Bernhards Küche. Oder vielleicht sollte ich besser sagen, Grüezi. Denn heute geht es in die Schweiz. Ein Rösti. Wunderbare Beilage zu vielen Gerichten. Wie man das macht, zeige ich euch in diesem Video. In der französischsprachigen Schweiz scheinen die Röstis nicht so verbreitet zu sein, weshalb man die Grenze zwischen der Deutschschweiz und Suisse Romande auch als Röstigraben bezeichnet. Wir brauchen dazu Kartoffeln. Ich habe hier eine vorwiegend festkochende Kartoffel. Ihr könnt auch eine mehlige dafür nehmen. Eine ausgesprochen festkochende würde ich nicht nehmen, weil der fehlt es dann nachher ein bisschen am Zusammenhalt, weil, wie ihr schon seht, die Kartoffel wird zerspannt, auf einer groben Reibe geraspelt und diese Späne müssen nachher natürlich wieder zusammenhalten und das ist bei einer sehr festen Kartoffel dann nicht unbedingt gegeben. Also sehr fest kochenden Kartoffel. Es gibt unterschiedliche regionale Varianten noch von Rösti in der Schweiz. Urner Rösti, Berner Rösti, Walliser Rösti, auch mit unterschiedlichen Zutaten, also zum Beispiel mit Speck oder mit Käse, mit Zwiebeln oder alles zusammen. Ich mache heute eine reine Kartoffelvariante. Die ist neutral und eignet sich damit zu einer ganzen Reihe von Gerichten. Züricher Kalbsgeschnetzeltes natürlich mal vor allen Dingen zu nennen, aber das geht sehr gut mit Schweinefilet, das geht gut mit Hähnchenbrust und. Also die neutrale Variante nur mit Kartoffeln. So, das muss ich jetzt salzen, dazu brauche ich aber trockene Finger. Finger sind trocken, dann können wir jetzt hier salzen, ohne dass das Salz alles an den Fingern hängen bleibt. Es kommt noch Pfeffer dazu. Ich lasse das jetzt erstmal mit dem Salz einen Moment noch so ziehen. Das Salz zieht mir jetzt noch ein bisschen Wasser aus den Kartoffeln. Und das will ich nachher zu einem Teil auch noch loswerden. Deshalb liegt hier schon so ein Tuch. Irgendein sauberes Tuch, Geschirrtuch zum Beispiel, wo wir die Kartoffeln dann reingeben und ein bisschen ausdrücken, um einen Großteil des Wassers zu entziehen, sonst wird es möglicherweise in der Pfanne nachher ein bisschen pampig. Und wir wollen ja knuspriges Rösti nachher haben. Die Kartoffeln haben jetzt hier so ein paar Minütchen mit dem Salz gezogen. Das reicht auch schon. Wir wollen sie nicht komplett entwässern. Ein bisschen Feuchtigkeit braucht es nachher schon auch noch, damit die eine Bindung bekommen. So, und da drücken wir jetzt ein bisschen was von dem Wasser raus. Das reicht auch schon. Wie gesagt, nicht übertreiben. Eine gewisse Feuchtigkeit muss schon auch noch drin sein. Es gibt übrigens auch Varianten, wo das nicht mit rohen, sondern mit gekochten Kartoffeln gemacht wird. Und zwar in der Regel dann aus Kartoffeln, die am Vortag bereits in der Schale gekocht worden sind. Durch das Abkühlen dann kriegen die wieder ein bisschen Festigkeit und werden auf der Raspel überhaupt erst reibbar. Mit einer frisch gerade gekochten Kartoffel ist es ein bisschen schwierig, da noch Späne rauszukriegen. Diese Variante hat einen Vorteil für Leute, die bewusst sparsam umgehen wollen mit Kohlenhydraten. Denn durch dieses Erhitzen, das Kochen und das wieder Abkühlen wird ein Teil der Kartoffelstärke in sogenannte resistente Stärke umgewandelt.
Und für die haben wir in unserem Verdauungssystem keine Enzyme, um sie aufzuspalten. Das spart uns dann einmal ein gutes Stück Aufnahme von Zucker, Blutzucker, Glucose. Deshalb diese Variante interessant für Leute, die halt da ein bisschen sich zurückhalten wollen mit Kohlenhydraten. Und unsere Darmbakterien freuen sich darüber und revanchieren sich mit Sekundärprodukten, die uns dann wieder gut tun. Aber das nur am Rande. Das müssen wir jetzt noch ein bisschen zusätzlich würzen, und zwar mit Pfeffer. Schon wieder feuchte Hände. So, nicht zu grob und auch nicht zu viel. Das soll jetzt nicht irgendwie scharf werden. Und etwas Muskat gebe ich da dran. Wer Muskat nicht mag, lässt es halt weg. So, und dann mischen wir das nochmal durch. Und dann geht es auch schon an den Herd. So, ich mache das hier in so einer schmiedeeisernen Pfanne. Und da muss natürlich zunächst einmal Fett rein. Möglichst ein gut erhitzbares, hier, in die falsche Richtung abgebogen, gut erhitzbares Fett mit hohem Rauchpunkt, weil zu Beginn mache ich das immer gerne schon mit strammer Hitze. Und das Butterschmalz erfüllt diese Anforderungen ganz hervorragend. Dann kommen jetzt die Kartoffeln. Gleichmäßig verteilen. Und hier vom Rand so ein bisschen ablösen. Bei Butterschmalz wird jetzt manch einer vielleicht sagen, oh, tierisches Fett, das ist doch ungesund. Interessanterweise gibt es da irgendwie in der letzten Zeit wohl ein Umdenken. Also eine ganze Reihe von Ärzten und Wissenschaftlern sagen, dass da überhaupt nichts gegen einzuwenden ist. Die raten eher von Pflanzenölen wie Rapsöl und ja, was weiß ich, was gibt es da noch? Traubenkernöl ab. Olivenöl ist okay, aber diese typischen Pflanzenöle, die alle einen hohen Rauchpunkt haben und sich damit gut dafür eignen würden für diese Zubereitung, da sagen die Wissenschaftler, die oxidieren sehr schnell und sind damit gesundheitlich abträglich, weil sie im Körper dann oxidativen Stress erzeugen. Ja, so ändern sich die Ansichten. Wobei das natürlich noch umstritten ist. Was ist nicht umstritten, ne? So, ich gehe jetzt mit der Temperatur hier schon mal etwas runter. Ich möchte nämlich nicht, dass mir das nachher anbrennt. Und das braucht jetzt so, ich denke mal 10 Minütchen etwa auf dieser Seite, und dann müssen wir sehen, dass wir es unfallfrei gewendet kriegen. Bis dahin. So, ich denke mal, das könnte gut sein auf der ersten Seite. Ist natürlich jetzt viel von dem Fett in die Kartoffeln gewandert. Deshalb müssen wir vor dem Rumdrehen hier nochmal etwas nachfetten.
Da kann man jetzt ruhig Butter nehmen. Weil wir jetzt so viel Hitze hier nicht mehr drin haben. So, und dann schauen wir jetzt mal, ob der, jawohl, er ist lose. Und jetzt drehen wir das Ganze rum. Ja, das ist doch eine Farbe. So möchten wir das Rösti haben. Hellbraun und nicht verbrannt. So, und das braucht jetzt auf der Seite nochmal so um die 10 Minuten und dann ist unser Rösti fertig. So Freunde, unser Rösti ist fertig. Ich zeige euch das mal. Ist das nicht eine herrliche Farbe? Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachmachen und einen guten Appetit. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt ihm ein Like, abonniert den Kanal. Danke fürs Zuschauen und Servus, bis zum nächsten Mal.